Einen wunderschönen guten Morgen, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Dark Picture. Den Rest hoffe ich, oder vielleicht auch nicht, von dem Game. Wir starten mal rein und machen gleich weiter. War geil. Die letzten 2 Streams waren echt cool. Wir werden auch bestimmt uns nochmal richtig ordentlich erschrecken. Ist ja normal beim Game, nicht? Heavy. War bis jetzt cool. 2 Leute haben wir verloren, glaube ich, nicht? 2? Mal gucken. Wie viel wir hier rausbekommen. Genau, wir sind jetzt mit ihm unterwegs. Mit Mark. Ich bin echt auf die Auflösung von hier. Bin ich gespannt, wie Sau. So. Verdammt. Okay. Da wird es wohl einen Schlüssel gegeben haben. Na gut. Seine Kamera haben wir ja auch nicht mehr. Das ist auch erstmal Pisse. Ah. Okay. Dass wir die Kamera nicht mehr haben, ist blöd. Aber gut, nicht so wild. Gleich erschrecken. Hoffen wir mal nicht. So, müssen wir mal gucken, wo wir hier lang können. Ach du Käke. Aber cool, wenn der Pool so tief ist, dass du wirklich hättest schwimmen können. Finde ich gut so was. Eine richtige Hand. Und einen Schlüssel. Okay. Damit kommen wir da rein. Hoffe ich. So, gut. Ist da noch was zu finden? Vielleicht? Nee. Hätte ja sein können. Ich habe mich entschlossen, Dragon Age mitzuholen. Scheiß drauf. Und entweder spielen wir das dann gleich und machen dafür aber The Last of Us pausieren. 2. Denke mal, dass passieren wird. Und wenn wir das dann irgendwann fertig haben, machen wir mit Last of Us weiter oder mal gucken. Ja, ich glaube, ich holt mir. Das ist ja mein Weihnachtsgeschenk für mich. Reicht. Kommt dieses Jahr, glaube ich, keine weiteren Spiele mehr. Oha. Oh Gott. Was ist hier passiert?
Krass. Krass, 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 krass. Wir werden uns gleich wieder Was war das? abschrecken. Genau mal, geh mal in den dunklen Raum. Eine Waffe oder so wäre cool. Ein Ring. Ach, der von denen. Aber die waren doch so. Warum packst du ihn wieder hin? Nimm mit. Alter, fick die Henne. Ey. Jo. Der meckert da wieder. Der Mann. Wo wir eigentlich gar keinen Hunger haben. Da haben wir rausgeguckt. Oder können wir rausgucken? Kommt da vielleicht noch was? Was zur Hölle? Okay. Seitdem ich die Krankheiten habe, ach du Kacke, ist mein Magen irgendwie, macht der jetzt so übelst die Geräusche, seitdem ich da so ein Zeug nehme hier, dieses Laktosezeug. Dem macht er mal Geräusche. Ja. Alter, fick doch die Henne, ey. Wieder eine Münze, eine Zweier. 70. Oh Gott, oh Gott. Kann man sich bestimmt gleich erschrecken. Also ich warte jetzt bis, dass der aus dem Dunkeln kommt und uns ins Fenster schlägt und uns da runterhauen will. Wieder nicht geschafft. Okay. Hallo, es probier doch einfach nochmal. Jetzt aber. Oha. Scheiße. Ja, wartet noch, dass da ein Loch ist. Aber die Gute ist schon mal, die sind da raus. Die sind aus dem Haus raus, finde ich. Das finde ich das Gute. Und wenn die beiden Männer wieder eine Münze, hier alleine, also hier zusammen wären, dann können die sich ja eigentlich mit dem anlegen, weil das sind ja 2 Männer. Und okay, er ist alt. Ich Ich weiß weiß das. nicht, ob der überhaupt was noch machen kann. Mark! Hey! Mark! Aber der andere ist ja jung. Und zu zweit könnten sie den ja wirklich überwältigen.
Also man könnte es schaffen. Warte mal kurz. Also wäre jetzt so mein Gedanke. Die müssen bloß zusammenkommen halt. Da hinten ging es auch noch runter. Scheiße. Hallo? Ist doch wieder das anwesend, oder? Also irgendein Tier. Aber er ist weiter draußen als alle anderen. Glaube ich. Aber der kann hier nicht weiter. Der kann hier nicht weiter. Der geht hier. Aber da geht's doch irgendwie runter, oder? Er hat ja gar keine Waffen oder so mehr bei, nicht? Er hat gar nichts. Die haben auch gar nichts. Die haben keinen Knüppel, kein nix, was sie nutzen könnten.
klettert da unten durch. Die eventuell auf die Mauer. Ui, ui. Mist! Ist aber ein feiner Hund. Ja, hol's, verdammt! Nee, ist nicht gut, ist eine Alarmanlage. Hier zum Beispiel könnte man durchkrapseln. Bloß wohin dann, nicht? Bin so ein bisschen angenervt. Weil die nie rauskommen. Ich probier's. Und wieder Englisch gewesen. Könnte da unten lang. Ach ja, wir konnten ja hier noch lang. Oder wir können darüber. Ja, guck mal, wir können auch darüber. Okay. Und der ist schon so weit draußen, ey. Oh, und da geht's wieder zurück zum Gelände.
furchtbar. Der hätte bei dem einen Mark, Was zur Hölle? an Charlie? sich. du lebst. Mit gebrochenen Rippen? Charlie, ich dachte, du wärst tot. War ich fast. Das tut mir leid. Ich dachte, Wie zur Hölle hast du es hier rausgeschafft? ja, freut mich auch, dich zu sehen. Ich wäre fast verbrannt. Ich weiß. Haben wir gesehen. Ihr habt's gesehen? Was soll das heißen? Wie genau hast du es da rausgeschafft? Wo ist der Rest? Mark, sind Sie sicher? Aaron ist tot. Was? Ja, Dumet. Ah, verdammt nochmal. Was habe ich uns da eingebrockt? Sag du's mir, Charlie. Was hast du uns da eingebrockt? Wir wurden beim Versuch zu entkommen getrennt. Dumet hat hier alles mit sämtlichen Fallen versehen. Wir sind auf ihn reingefallen. Wir müssen hier weg. Zurück zur Fähre. Ist außer Betrieb. Wir haben beschlossen, zum Leuchtturm zu gehen. Versuchen, Notsignal zu senden. Gibt es auch gute Nachrichten? Jetzt, wo du's sagst. Ich dachte, ich sehe das nie wieder. Ja toll, er hat ein Feuerzeug. Ich hätte lieber irgendwie eine Möglichkeit, dass die erstmal so weit wegkommen. Außerdem sind sie zu zweit. Ich würde mir mit irgendwas bewaffnen, mit Knüppel oder weiß ich nicht, die Logik. Finde ich teilweise echt hier riesen Knüppel. Den entästest du oder irgendwas nimmst du mit? Oder so. Verstehe ich nicht, dass die... Ja, noch eine Visitenkarte. Wir haben nicht alle. Eine fehlt uns wahrscheinlich. Eine wird uns fehlen. Hier wird da irgendwo ein Rohr sein oder ein Brett oder irgendwas. Der kann doch bestimmt irgendwas mitnehmen. Hier, so ein Balken. Jeder so einen Balken hat, zweimal auf den eingeschlagen, dann ist der doch unten auf dem Boden. Also ich möchte nicht mit so einer Latte erwischt bekommen. Oh, wenn ich das schon sehe, dass der da durchguckt. Wir müssen irgendwie rauf. Naja, irgendwie rauf, nimmst du das Gerüst. Oder das Ding musst du runterschieben. Total unlogisch irgendwie. Also das finde ich dann immer blöd, dass dann so eine Horrorfilm-Unlogik da ist. Und das ist ja der Fall. Es ist ja eine Unlogik da. Ist ja vorhanden.
Wir hätten es halten müssen. Patientenakte, Name des Patienten Monday Hector Whalon oder ähnlich, Familienarzt Charles Brown, MD, 30.08.1972. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seiner Mutter begleitet, die mir berichtete, Hector würde über Unwohlsein und Müdigkeit klagen. Die Untersuchung ergab, dass Hector leicht unterernährt ist. Er ist untergewichtig und seine Haut ist bleich. Außerdem habe ich für die Mutter 2 Milligramm Diazepam bis zu 3-mal täglich bei Bedarf verschrieben. 27.09.1972. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute nach einer Krankenhauseinweisung wegen akuter Bronchitis in meiner Praxis untersucht. Hector war während des Unterrichts zusammengebrochen. Er hat sich in den 2 Wochen seit der Krankenhauseinweisung gut vom Virus erholt, der wahrscheinlich aufgrund des durch Mangelernährung geschwächten Immunsystems leicht Fuß fassen konnte. Als er mit anderen Kindern in der Schule in Kontakt kam, bei der Untersuchung von Hector Brust entdeckte ich Blutergüsse und seinen Unterarm und Schultern, die durch grobes Spiel in der Schule verursacht wurden. Hector wurde geraten, solche Aktivitäten zu vermeiden. Der Mutter geraten, in der Nähe von Hector nicht zu rauchen, vor allem während seiner Genesung. Ich werde in einer Woche einen Folgetermin vereinbaren. 4.10.72. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute auf meinen Wunsch in meiner Praxis untersucht. Er hat sich fast von seiner Bronchitis erholt. Die Blutergüsse sind schlimmer geworden. Sie wurden durch beträchtliche Gewalteinwirkung hervorgerufen. Eher durch einen Erwachsenen als durch Schulfreunde. Arrangieren Sie einen Folgetermin für nächste Woche. 12.10.1972. Ich habe Hector, 7 Jahre männlich, heute auf meinen Wunsch in meiner Praxis untersucht. Er wurde von seinem Großvater Georg begleitet. Hectors ursprüngliche Blutergüsse sind verblasst. Sein Großvater wollte, dass ich mit mir Hectors Beine ansehe. Die Knöchel sind geschwollen und weisen Schnittwunden auf, als ob er gefesselt worden wäre. Der Großvater vermutet, Hectors Mutter komme nicht mit ihm klar. Arrangieren Sie für nächste Woche ein Folgegespräch mit Hectors Mutter. Oha. Jetzt schieben sie wieder auf schreckliche Kindheit und so, oder was? Jetzt schieben sie es wieder auf. Also so kommt es an. Aber es liegt ja nicht immer daran. Wenn man eine schlechte Kindheit hatte oder irgendwas, kann man ja trotzdem kein Mörder oder wie was werden. Also würde ich jetzt sein und einen zusammenzählen und sagen, die kommen wieder damit. Er wurde missbraucht, misshandelt, keine Ahnung. Hört sich wieder böse an, als ich es meine, zum Beispiel. Weißt du? Wir müssen echt die Kiste da drüben hinstellen, damit das funktioniert.
stinkt hier so. Das ist doch die Zerdrückte, Da oder? draußen ist ein Hund. Habe ich auch gesehen. Hat mich zu Tode erschreckt. Bestimmt hast du ihn mit deiner Panik verschreckt. Positive ist, die sind zu zweit. Das ist eigentlich positiv. Aber die sind wieder so glatt. The Herald. Kopfschmerzen, 2 Opfer mit vertauschten Köpfen gefunden. In einer im verlassenen Lagerhaus am Rande von Dalton, Georgia, gab es einen weiteren grausigen Fund. Bei den beiden Opfern handelt es sich vermutlich um die jüngsten Morde des imaginären Mörders. Neben den beiden Opfern zählt der FBI-Agent Monday. Berichten zufolge am Tatort mehrere wiederverwendete Körperteile, die von früheren Opfern zu stammen scheinen. Monday beschrieb die entdeckten makabren Animatroniken als geisteskranke Schöpfungen, die eine Beleidigung für die Menschlichkeit der Opfer sind. Die DNA-Analyse muss noch bestätigen, ob es sich tatsächlich um die fehlenden Körperteile früherer Opfer handelt. Ja. Ey Leute, ihr seid doch zu zweit. So, das Blech ist unten, die Tür ist offen. So. Fuck. Leise. Bleib ruhig. Na, das hätte er aber aus dem Augenwinkel sehen müssen, dass der die Truhe so weit hoch gemacht hat. Ist viel zu weit offen, die Truhe. Und das sieht der. Oh. Ihr müsst euch auf jeden Fall irgendwas zum Schlagen suchen. Da bin ich die ganze Zeit drauf. Sucht euch was zum Schlagen, Alter. Hier liegt doch hier noch rum. Nimmt eine Kette ab oder irgendwas. Oh mein Gott. Was macht er da? Er konserviert seine Opfer. Warum? Weil sie Also ihm etwas aufstellen bedeuten. Trophäen. Andenken. Die Mensch scheint sehr viel zu wissen. Glaubst du, wir haben es mit mehreren Personen zu tun? Was meinst du? Sich um alles hier zu kümmern, die Roboter, die Fallen? Schafft das ein einzelner Mann?
Es ist nur er. Ein getriebener, sehr gestörter Mann. Ja, wenn du dich die Länder Oh, auskennst. verdammt nochmal. Wenn du die Länder kennst und alle, dann ist das aber ja kein Problem. Glaube ich. Wenn du jetzt schon ein paar Jahre machst. An alle Einheiten hier Zentrale. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt. Der Verdächtige ist Special Agent Hector Monday vom FBI. Er ist möglicherweise bewaffnet und sehr gefährlich. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mondays Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue, Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden? Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Scheiße. Hier wird's brenzlig. Zentrale, das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist unterwegs. Er ist noch drin. Hören Sie mich. Er ist noch da drin. Na ja, dann verbrennt er, oder ist er gut, oder nicht? Ah, ich bin immer bei so was. Echt jetzt? Steht gefährlich. Okay. Wir sollen das Muss Ding da irgendwie darauf. Da. Wieder ein Ring. Harrison und Lewis. Überall Menschen. Hoffentlich hält das.
Guten Morgen. Moin, moin. Jetzt muss ich hier auf 1 rumbalancieren. Ach du Scheiße. Charlie! Und tot. Jo. Tolle Scheiße. Wieso noch? Tja, wo jetzt lang? Eben jetzt nur noch die Beine? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also ist die Zeit offiziell vorbei, wo ein Fahrer zuerst stirbt. Das kann gut möglich sein. Ich dachte, wenn wir erst mal draußen wären. Wo ist besser, aber ist genauso kacke. Wir müssen aber, ach du Scheiße, wir müssen aber zur Hütte. Oder zu das Ding hier. Oh, so ein geiler Hund. Ach du Scheiße. Sie hat ja auch eine Axt bei. Alles gut, Kleiner. Ich tu dir nichts. So ein schöner Feini.
aber nicht den Hund. Bist du eine Meise? Nein. Na, dann sterben wir eben, aber nicht der Hund. Na sag mal. Ich kann den Hund nicht killen. Nein! Der jetzt den Hund kaputt gemacht? Das ist aber ein Böser. So ein Feini, ey. Kannst doch nicht. So, jetzt gehst du rein und holst dir erstmal die Glasflasche ein Stück. Oh. Wieso ist kein Weißer der Typ? War doch ein Weißer, oder? War doch ein Weißer, ist bloß dunkel, man sieht's nicht. War doch ein Weißer, oder? Na, dann ist es der Typ. Kann ich mir vorstellen. Der ist ja kein anderer dunkler gewesen. Das ist mir alles zu dunkel. Zu gefährlich. Schalten wir das Licht an. Der Besser schalten wir das Licht an. Dieses Licht. Aber das wäre zu offensichtlich, wenn es dieser Typ war. Der hat ja hier kein Bart. Also am Kinn. So kann der das nicht sein. Wir haben die 5. Visitenkarte. Krass. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Beweis, Adresse Chicago PD, Beweismittel 1612 West State Street, Fallnummer, Beweisnummer, Sicherungsdatum, okay. Oha. Um 6 Uhr entdeckte ich, Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Ja, oder ob die Oma überhaupt noch lebt und die bloß... befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Monday. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen... Also ja, so ein Norm Bates-Ding, hast du recht. Die Mutter war ja dann zum Schluss auch nicht mehr lebendig, nicht? Davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Dass er die ausgestopft hat. Ausgestopft, 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 naja. Mr. Dumet, ich will mein Team tot. Ich regel das. Am Wochenende.
Das ist wohl das, wovon Aaron gesprochen hat. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dimmel. Ich will... Martin... tot. Ich regel das. Das war... Können Sie... Ein Fake. Sauber geschnitten. So redet Charlie nämlich nicht. Arme Aaron. Sie starb im Glauben, Charlie wäre ein Verräter. Na, Psycho war die Mutter. Na, die war doch da auch. Bei Norman Bates, glaube ich, war die doch auch tot. Und hat die dann... Oh, ich weiß es nicht mehr. Hector Waylon Monday. Silver Spring Universität für Wissenschaft und Medizin. Hiermit verleihen wir Hector William Monday den akademischen Grad Bachelor of Science für Psychologie 22. Mai 88. Doch, der hatte ja auch Tiere ausgestopft. Ich glaube, die Mutter hatte der ausgestopft gehabt. Glaube ich. Der hat ja auch unten im Keller immer Tiere. Und hat sich vorgestellt, die lebt, aber wäre die glaube ich tot. Da müsste ich nochmal gucken. Norm ist aus Psycho. Wie gesagt, die Serie weiß ich nicht, was noch. Norm ist aus Psycho? Wie aus Psycho? Aus dem Film Psycho? Aber ich war dann ganz warte, ne? Okay. Aber Bates Motel ist doch die Geschichte über... Dann verstehe ich es gerade nicht. Tut mir leid. Ach so, die Serie ist... Ach so, ne, den Film hat Psycho eigentlich noch gar nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu nichts weiter sagen. Ich kenne nur die Serie mit diesen... Typen. Ach so, ne, das wusste ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass das zusammenhört. Ah, das ist ein Boot, Da wa? ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Das ist damit die markante Musik. Mit der Dusche, mit dem Vorhang, mit dem Messer. Ist das nicht Psycho? Hab ich nie gesehen, glaube ich. Ja, hab ich echt nie geguckt. Hätte ich mal machen sollen. Naja, klar ging die schneller. So, 7. Juli 1965, Clarence. Ich dachte, ich sollte dir die Neuigkeiten schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe das nicht. Okay. Allein meine Eltern helfen mir, aber sie sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause. Clarence, bitte. Okay. Also ich denke mal schon, dass du die irgendwo sehen kannst, die Serie. Musst du mal googeln. Also ich könnte tippen, dass sie auf Netflix läuft. Musst du mal googeln. Meistens erzählt ja Google dann. Oh! Herz! Ich bin eh ein Hundemensch. Ich habe mir richtig erschrocken. Wow.
Aber ich habe die damals, glaube ich, zu Ende geguckt. Sogar. Aber kannst ja mal googeln und gucken, ob die wirklich noch läuft, dann gucke ich mir die nochmal neu an. Wieso gar nicht, mit wem ich die geguckt habe? War das mit der Frau zusammen, mit Kati? Ja, die war geil, Bates Motel. Die war cool, die Serie. Wenn wir das Ding jetzt hier aber bedienen, dann weißt du doch, wo wir sind. Niemals. Was niemals? Na klar, komm, hier. Es müssen alle sterben. Nicht runtersehen. Ach, der guckt doch nicht. Ach, der hat ja Höhenangst. Runtersehen. Oha. Magenta TV ist wohl nur. Oh nee, Magenta TV reicht nicht. Würde ich mir auch nicht extra holen. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Ja, bei Magenta TV läuft doch Daryl und Dings hier von Walking Dead, die Serie, die eine mit Daryl und Karen. Au! Bisschen hell, wa? Oh, fuck ja! Ja, jetzt wisst ihr aber, wo ihr seid. Das ist ja das Problem. Das ist es ja. Kannst du bei Amazon kaufen, die komplette Box Blu-ray 42 oder für rund 100 € bei Prime. Hey! Hey, hier oben! Jamie! Hey! Nö. Ich will sie ja nicht haben. Ich will sie ja bloß gucken. Und so viel Geld will ich dafür nicht ausgeben. Was zur Hölle stinkt hier so? Scheiße. Ich würde sagen, die Mama. Oh. Da bist Ach, das du Essen. ja. Das überrascht mich. Du kannst also auch pünktlich sein. Aber sag doch, die hätte ausgestopft. Nicht doch, oder? Aber sag ja. Die hatte ausgestopft, die Mama. Du bist ein egoistisches Monster. Warst es immer schon. Der Junge, der Gruselgeschichten liebte. Hey, ich hab Sie was gefragt. Aufwachen. Der einsame Junge liebte es, Gruselgeschichten zu lesen. Wow. Er las Tag und Nacht Gruselgeschichten. Oh, wow. Okay. Also ein Psycho, so Abklatsch. Das hier, ja. Er lebte bei seiner Mutter, aber sie war sehr streng.
legt das Buch weg. Der Junge hat es satt, dass man ihm sagte, was er tun sollte. Das ist unfair. Das Buch brachte ihn auf eine Idee. Rache. Der Junge entschlich durch das Haus. Hey. Gott, Hilfe. Er sprang herum und schrie und erschreckte seine Mutter. Rak. Ah. Er liebt Gruselgeschichten. Naja. Krasses Buch. Blätterst sofort wieder zu deiner Lieblingsseite. Vorhersehbare kleine Göre. Ich kenne dich. Hörst du mich? Wo ist er hin? Mark, was ist mit dir passiert? Hinter! Lauf! Alter, der stirbt da fast auf dem Boden und jetzt kann er rennen, oder was? Was ist da los? Und dann Zaubersaft gekriegt. Ach, Omi, Sonadam. Ja, ist Mutti, geh. Oh nee, ihr seid so dumm. Wo ist Kate? Wir müssen echt weiter. Wo ist sie? Mark, Weg. tut mir leid. Aber da ist doch Wasser ringsherum, nicht? Warum schwimmen die nicht einfach irgendwo hin? Also zumindest jetzt hier bei der Insel so ein bisschen lang. Tauchen, damit der nicht weiß, wo die sind und gehen auf eine andere Sache wieder hoch. Wo bei AC, was wie bei AC. Trag die Person in Sicherheit, kaum angekommen, stehen sie wieder. Und ja. ja. Und laufen dann wieder ganz normal rum. Was zur Hölle? Oh. Handflächen nach vorne! Hände hoch! Das ist nicht der Typ. Er war das. Keiner redet! Ich sagte, die Handflächen nach vorne! Zum Glück sind Sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß, was hier los ist, rührt sich niemand. Shit, hinter ihm! Ernsthaft, Lady? Heilige Scheiße! Nein. So ein Blödsinn. Hol die Waffe? Ja, der stirbt doch, wenn der jetzt die Waffe holt. Nimm sie!
jetzt ist es vorbei. Ist doch kein farbiger. Na los! Hier lang! Könnte gehen. Kein Mox. Polizisten! Okay, bei Amerika ist es ja so, da sind die ja manchmal auch alleine unterwegs, weil die ja Dashcams haben. Aber normalerweise wären Polizisten nicht alleine unterwegs. Der lebt ja noch. Conny, da bist du ja. Komm. Ja, gib Gas! Muss erst mal noch gucken. Ist das schlecht? Ja. Nee, der hängt nicht am Boot. Der ist, hat doch die Axt geschwungen, dann ist die doch weg, oder? Dann ist er doch so ins Wasser gefallen, oder? Nicht alle haben es geschafft. Bin mir nicht so sicher. Oder hängt der wirklich am Boot? Der hängt am Boot. Der hängt am Boot. Na, so ein Blödsinn. Na toll. Aber der Hund kann schwimmen. Geschafft. Oh. Fick dich. Ach du Scheiße. Oh Gott, Mark! Was ein... Ach, jetzt sterben sie alle. Hab Viereck gedrückt. Na gut. Aber so wie ich gesagt habe, es sind alle tot. Der einzige, der wahrscheinlich überlebt hat, ist der Hund. Und das ist schon mal gut. Normalerweise hätten jetzt da 5 oder 7 Leute sein können. 5 Leute? Wie viele hätten jetzt da sein können? Naja. Da ist er. Glücklicheres Ende. Ist das geil. So ein Feini. Ja, Hauptsache der Hund lebt. Genau so sieht's aus. Menschen sind schlecht.
Aber krass, eigentlich ein cooles Ende, oder? Muss ich sagen. Eigentlich ein cooles Ende. Wenn man das so sieht, der Beste lebt. Der Hund. Das Ende ist, dass die Oma weitermacht. Das wäre ja. Von was denn jetzt? Jetzt kommt der Hund und rächt sich. Ah, die Frisur ist so cool, ey. Oh, da sind Sie. Alles hat einmal ein Ende. Aber wie gut war dieses Ende für unser Filmteam? Gut, seien wir ehrlich. Jeder, wirklich jeder, ist tot. Nur einer hat es lebend von der Insel geschafft. Der Hund. Nun, Ruhe in Frieden. Kate. Das letzte Close-up und Cut. Das war's. Mark. Kameramann bis zum Schluss. Sein Studio in Brooklyn steht nun leer, falls jemand interessiert ist. Charlie. Ich fürchte, es wird nun doch keinen Auftrag für einen zweiten. Ja, nur die Wurst hat zwei, ne? Aaron. Die Neue im Team hat alle mit ihrem Mut überrascht. Doch jetzt ist sie wohl im großen Tonstudio im Himmel. Und Jamie, der Stecker ist gezogen, die Lichter sind aus. Ich fürchte, diesmal wird es nichts bringen, Kabel neu zu verlegen. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Auf bald. Krass. Normalerweise, wir hätten ja jetzt wirklich zweifarbig überlegt. Also das heißt, ich habe nicht mit Rassismus zu tun. Ich wollte die überleben lassen. Und tierfreundlich bin ich auch, weil der Hund hat überlebt. Naja, war ja sowas von klar, war. Kommt da noch ein Teil? Der Killer lebt. Heute Abend hat die Polizei bestätigt, dass es sich um 5 Personen handelt. Normalerweise dürfte er aber ohne leben. Filmteams. Lanet Entertainment. Das Team hinter der Doku-Serie Architects of Murder. Verdammt, ich mochte die Überwachungskameras Reihe. haben das Team zuletzt beim Einsteigen in eine Limousine aufgenommen, die bis zu dieser Küste verfolgt werden konnte. Nachdem der Leuchtturm der Insel auf der anderen Seite des Sees plötzlich zu leuchten begann, wurde gegen 5 Uhr morgens ein Polizist verständigt und in die Gegend gerufen. Er gilt seither als verschollen. Wir werden Sie weiterhin über wichtige Entwicklungen informieren, in einem Fall, der sich laut Polizei sehr schnell zuspitzt und Anlass zur wachsenden Sorge um das Team und den Polizisten gibt. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit. Was? Ja, ich habe so viele Klicks. Ich habe was gewonnen. Jetzt sag schon. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für 5 Personen auf einer Insel. Jetzt bin ich ganz ohr. Ja, Mr. Dumet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Das wird ein Riesenspaß.
Nee, der Teil, der wird es nicht sein. Wird nicht nochmal um das Hotel gehen. Um die Insel. Das macht die Anthologie nicht. Die macht immer einen neuen. Cool. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit meinem Ende sogar richtig gut zufrieden. Die ehrlichste Person im ganzen Spiel hat es überlebt. Da kommt aber nicht, machen sie nicht. Guck mal, das erste Ding war ja auf dem Boot. Der zweite, der zweite war in so einem Dorf. Der dritte war in einer Höhle. Irgendwie. Und der vierte jetzt hier war das. Kann man das hier wegmachen? Oder muss ich mir das jetzt hier die ganze Zeit geben? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Jo, das war mein... The Devil in Me. Auf jeden Fall spannend wie Sau. Aber es sind so eine Spiele, die kannst du vielleicht später mal, so jetzt in ein paar Jahren, nochmal spielen, wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, was du gemacht hast. Oder man erinnert sich dran und macht was anderes. Aber dann ist es nicht mehr intuitiv, finde ich. Dann ist es nicht mehr intuitiv. Too late to all farewell. My dawn is fixed. I'm summoned to hell. Die sind draufgegangen, weil ich die Tasten nicht richtig gedrückt habe. Ja, weil ich die falschen gedrückt habe. Weil da sind ein paar Momente, wo du ganz schnell drücken musst und dann denkst du, warte, und danach kam noch eine Taste. Ein paar Situationen. Und darauf warst du ja nicht vorbereitet, dass da gleich danach nochmal was kam. Also ganz schnell drücken musst und danach hast du gleich noch einen anderen Knopf. Na, das ist blöd. Aber damit hätte man eigentlich rechnen müssen, weil... ist ja normal in den Spielen. Aber ich muss sagen, ich habe mich ein paar Mal richtig erschrocken. Ich hatte auch ein paar Mal Gruselstimmung. Also war auf jeden Fall. Was ist denn das jetzt? Neuer Trailer zum neuen Spiel? Oh, geil, im Weltall. Transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Staff it out. Direktive.
Na, mit Weltall. Ah, das ist, glaube ich, das ist mir sogar noch gruseliger. Also, meine, das finde ich ja immer noch alles, das geht hier noch. Aber, Weltall. So, die Anthologie, was erzählen sie dir jetzt? Welche Spiele da drunter zählen? Ja, haben wir alle gespielt. Man of Medan war cool. Little Hope war richtig geil. Little Hope war richtig gut. Ja, ging so. Naja, gut. Ist denn das Switchback? Ach, VR. Ach du Kacke. Ach du Kacke, VR. Na, das ist aber bestimmt richtig böse. Nee, sowas kann ich. Also VR kann ich nicht. Das ist. So eine Spiele in VR. Das kriegst du einen Herzinfarkt. Da kriegst du ja einen richtigen Herzinfarkt. Einen falschen geht nicht. Interview mit Jesse Buckler, amerikanisch erster Serienmörder hinter den Kulissen der Mörderung. Ja, dann fehlt mir das hier noch. Wer ist denn Jesse Buckler? My name is Kate Wilder. I've got a master's in criminal psychology. I'm an investigative journalist and hope to make a difference. Hey, we're here with Jessie Buckley to talk about Supermassive's brand new game in the Dark Pictures anthology, The Devil in Me. So let's start at the beginning. Tell us a bit about the character that you play. I play a character called Kate Wilder, who is a presenter who's part of this documentary team who are doing a show about the serial killer H.H. Holmes. America's first serial killer confessed to 27 murders. Schade, dass ich keine umstellen kann. Warte mal kurz. Cutte die ja aus. Kann ich die anmachen und das geht dann im Interview hoch? Also bei The Last of Us ging es. Bei The Last of Us ging es. Da hast du den Untertitel angemacht, dann hast du da auch Untertitel gehabt. Konntest du dir sogar angucken. Steuerung, Anzeige, Audiosprache. Ne, Audiosprache ist richtig nicht. Untertitel. Nein. Hier. Dann gehen wir mal darin. Ich finde sowas eigentlich auch immer interessant, so eine Bonusinhalte. Also Last of Us war cool. Die war geil bei 1. Mal gucken, ob sie mir den Untertitel geben. Aber ich glaube nicht. My name is Kate Wilder. Doch. I've got a master's in criminal psychology. I'm an investigative journalist and hope to make a difference. Hey, we're here with Jessie Buckley to talk about Supermassive's brand new game in the Dark Pictures anthology, The Devil in Me. So let's start at the beginning. Tell us a bit about the character that you play. I play a character called Kate Wilder, who is a presenter who's part of this documentary team who are doing a show about the serial killer H.H. Holmes. America's first serial killer confessed to 27 murders. The number grew significantly. Nearly 200 lives. I'm a serial killer documentary watcher. Is that your jam too? Yeah, I'll watch a serial killer documentary. Right, it's really relaxing. Like, okay, cool. Yeah, I it's can kind chill of fascinating why we're all addicted to kind of those stories. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. I'm not playing detective. I just want to survive. Playing detective is how we survive. So what interested you in the role of Kate? Well, to be honest, I've never played a video game in my life, and I had no idea what the hell the world was. Oh, wow. Okay. So that was firstly why I kind of was like, oh yeah, that sounds new and fun. And yeah, and then I read the script and talked to Alita, who's our director, and it seemed like a really lovely thing to be part of and something new and fun. And I can't believe how they create this world. Oh Gott, das war ja in Corona-Zeiten, wo sie das gemacht haben. Usually I just get a script and it's like 70 to 100 pages long, but there's like 300 pages in one script. It's unbelievable. So as you kind of mentioned, the game has multiple branching paths, so your character could end up in any number of situations.
What's it like to film a scene, you know, multiple times with different endings? What I've found is like you can only be in whatever strand you're in at that time and figure out the emotion of it at that moment, because then you can offer up something completely different when you go into a different strand. And it's a very like immediate experience, which I guess is also what a player will feel when they're doing it as well. So I just kind of try and keep my head in where we are right there at that moment. And if I was trying to think of what was happening in the other strand, it would be a disaster. It must be really hard, yeah, because you kind of have this mapping, I suppose, in your brain of what, you know, what the outcomes could be, and then just trying to stay in that moment. It's very interesting stuff. So many things can happen to characters in the Dark Pictures anthologies. How do you make sure that Kate is always Kate, no matter what she's kind of faced with? Well, I guess before we started, we did a big read-through with everybody, so it was good to kind of get a handle on who she is in the context of the environment she's in. Ich hätte gern die anderen Leute noch gesehen in Real. It just kind of reveals itself from the Sie sieht ja nun fast ähnlich wie ihr. Sieht sogar besser aus. Yeah, I don't think anybody has continuity in themselves. I don't anyway. It must be very difficult. Yeah, really difficult. And that's it. I guess it's quite good fun to then go, okay, let's go with this and see where we end up. Well, I think also Kate lives on the knife edge of she has a genuine obsession and curiosity about serial killers. So there's part of her that's kind of running towards it and part of her that's running away from it, you know, and all of them have come to be curious about H.H. Holmes, but also with that, you're kind of living a real life horror as you're going into this world. So, come on, Charlie. What do we know about this guy? And everybody's fantastic, like, and they're all such distinctive people, you know. And they all somehow genuinely feel like a crew, you know, like nice, yeah. You kind of have the kind of riffs. Charlie is thinking. She looks a lot like a temper Wer ist der Mörder? And the new fledgling loves, and then the kind of creeping horror of your life. What are you doing with your life? Sounds very familiar. Yeah, I think I've been there at 3 a.m. What is all of this? Okay, so let's talk about the setting that Kate finds herself in. Das weiß nur der Entwickler. Okay. I'd like to know more. So the production company that Kate works for, Launch Entertainment, they get also kriegt gar keiner raus. A stranger who says that he's basically made a replica of H.H. Holmes' murder castle. Wicked. And invites them to come and document it because he knows that they're interested in serial killers. And Launch Entertainment, which is run by a character called Charlie, is kind of hard up, but only Charlie knows that. And so even though Kate is a bit kind of resistant to go because it just feels like another kind of fuddy-duddy thing, they agree to go to this island as one last kind of hurrah. It sounds like absolutely nothing awful is going to happen. It sounds like a perfect setup. You're going to have a cup of tea. Delightful. Yeah, lovely island. Very nice. Look! Years are the wine that fill the cup of time. So in the game, you've got quite a limited inventory. Which items would you take into the house if you could take anything? Auf jeden Fall Messer. I'd probably take, like, I think, look, all these mad people are just in need of a hug. So I'd probably take a bottle of wine and just be like, mate, let's just sit down, have a glass of wine, talk about what's going on here. Get Charlie's fags. Come here. Have a fag. Let's just calm down. That's my weapon of choice. I'd kill him with kindness. Well, you could at least start with the wine, and if that doesn't work, you've got the bottle. So I mean, it's perfect. You're done. And if not, I could just drink it myself and have a lovely time. Some kind of belt with 3 or 4 of them attached. Off you go. It's all going to be fine. And if it's not fine, you're not going to know about it. Yeah. Perfect. Good choice. Think it's okay if we pour some wine? God, please do. So you've mentioned the chase scene with the other girls. Was that fun? That genuinely was fun to be running and scared and all of that? Yeah, it's always fun. I mean, I think everything's kind of fun. So, thank God it's not something that happens regularly in your real life. So when you get to be part of something where it's super heightened and surprising and otherworldly things can happen, and you've got these 2 excellent kind of birds beside you who are like fighting off the demons,
and you're genuinely scared and you're kind of doing it together. It's it's brilliant. Oh, da waren alle drei noch am Leben, Alter, geil. I've seen mocap. It fascinates me. What was that like? And more so, what's it going to be like to see your face in a video game? To wear a mocap is like, I mean, you just feel like you've got a huge nose because you've got this cycling helmet on, but then it has a huge beak at the end where there's a camera. And sometimes when they're putting it on, you can see the other actors already kind of lined up, and it's very close. It's very scary. No! You're gonna kill me! But yeah, I think it'd be super interesting. So hätte die dunkler ausgesehen, okay? Better. They'll doctor me off or something. Kate's just a better version of me. Yeah, it'll be really interesting. It's going to be very cool. As far as, let's say, traditional acting versus video game acting, what were the differences? Was there a huge kind of difference between the two? I'd say the main difference is just the speed at which you work when you're making a video game. You still have the same intention, and narratively it's the same kind of experience because you're creating characters together and you're creating a world together, and our wonderful director is like interacting with us as a film director would. And also you're on a stage where there's little square boxes and there isn't a costume, you know, that's something that's added later, and all that's being caught is the emotions on your face. It must be quite intense. When it's just focusing on your face, that must be a real, like, I don't know, like intensive experience. Although, to be honest, like, the scripts they're really good, and so I don't really try and think about that too much, whatever the situation. I think if I did think about it, it would be an awful disaster. Yeah, make sure the situation entirely. You just kind of listen to everybody else that's there and get on with it. We need a plan. Forget his games, traps, all that bullshit. Think about the killers we've covered. There's always a weakness. Are you suggesting we invite him to tea and psychoanalyze? I'm suggesting we use our heads. We play his games, we'll lose. It's our best shot. Also diese Emotion, was sie da ausgedrückt hat, wo die da so festgehalten wurde, schon krass. Da musst du erst mal können. Das ist schon krass gut gespielt gewesen. Also jetzt, was du da auch jetzt im Real dann gesehen hast, das ist schon krass. Muss ich sagen. Das finde ich beeindruckend. Torture chambers, secret passageways, vats of acid, and deadly vaults. In 1895, Chicago police unearthed horrific evidence of torture and multiple murders at the sprawling castle of H.H. Holmes. Okay. Masquerading under the guise of caring doctor, kind husband, and prominent businessman, H.H. Holmes was a contemporary monster, designing his buildings solely for the disposal of human bodies. Torture Doctor, Monster of 63rd Street. H.H. Holmes was America's first serial killer. Also gab's den wirklich? Chicago, the suburb Also of ist nicht mal Englewood was ausgedacht oder was? thriving with commerce. The train station itself had 9 leading lines of railway and over 100 trains stopping there every day. No other suburb of Chicago had this luxury. Dr. Henry Howard Holmes. Pleasure to meet you. Arriving in Chicago, Holmes finds work immediately at the E.S. Holton drugstore, located at the southeast corner of 63rd and Wallace in Englewood. Several months later, Everett Holton dies of supposed natural causes. Then Claire Holton, his wife, disappears after selling the drugstore to Holmes. Owning the drugstore, Holmes had a steady flow of cash. He would often purchase and resell goods and properties under his numerous aliases. In addition to scamming creditors, Holmes obtained his funds from other phony inventions, such as a mineral water elixir, which in reality was obtained from the city's water supply. 1888,
Holmes secures a lease on the vacant property across the street from the drugstore, the southwest corner of 63rd and Wallace. It is here that Holmes will make his horrific dreams come true. He will construct a building for which the entire world will remember him. Fantasies start very young, and so what he did then was he took a step furtherance of his fantasies to make it reality. And probably, if we had done a little bit of an investigation back then, we would have seen things like his plans, but not just plans for a building, because we'd expect to see architectural plans, but plans for his torture rooms. For the suburb of Englewood, the building Holmes is erecting at 63rd and Wallace is a massive construction project. Day after day, passers-by stop to gaze at the spectacle of the many laborers working together to create a magnificent new edifice in their neighborhood. Englewood residents were so impressed with the massive building that they named it the Castle. From its outward appearance, it seemed rather normal. But like the duality of Holmes, the exterior and interior of the building were extremely different. Holmes himself was the architect of the building. He was the only one who knew its design. There was this constant turnover of workers on the building. He would hire a mason to put in a wall and then fire the guy, or hire somebody to put in part of a staircase and then fire him. And there seemed to be several very sinister reasons behind that. One was he managed not to pay a lot of these people because he was always claiming that they were doing incompetent work. But the other, much more insidious reason was that no one except him really had a clear idea of what the structure of the interior of the house was. He had a huge bank vault installed in one of the rooms. And the way he did it was he put the vault in first while the building was under construction, and then built the room around it. And he bought this thing on credit and then refused to pay for it. The bank company said they were going to repossess the vault. Holmes said, well, you know, come on in and do, but if you damage my building in any way, I'm going to sue you for everything you're worth. The bottom floor of the castle housed a pharmacy, jewelry store, barber shop, restaurant, and a blacksmith shop. Behind this innocent facade was a Gothic house of horrors designed by the mind of a monster. The third floor seemed innocent enough, containing rented rooms, legitimate offices, and Holmes's own bedroom. But it was the second Schlecht nachgespielte Szene. 35 rooms, many specifically designed as killing chambers. Disorienting unsuspecting victims, the labyrinthian construction contained numerous staircases and doorways that led nowhere. For a quick method of hiding a victim's body, a concealed greased chute and trapdoor led directly into the basement of the castle. Aber ist doch für der Zeit, wo das da war, 1800 noch was, muss das doch übelst fortschrittlich gewesen sein, das Haus, das die Wände verschieben kann und so was alles. Also. Und dann hat er da einen Schacht gebaut. Okay, dass er einen Schacht gebaut hat, was nach unten fällt, wo die Leute nach unten rutschen. Okay. Aber so, dass er die Wände verschieben konnte und so. Das war doch bestimmt übelster Fortschritt.
basement Also held the most terrifying wenn es so rooms, war wie im Spiel, in Wirklichkeit resembling a krasser. Okay, medieval torture dungeon. Acid die vats, Elektronik, die quick da light drinne pits, war, and die a wird da nicht crematorium gewesen sein. disguised as a glass bending furnace were Aber so mit Holmes's den Wände favorite verschieben und methods so. of immediate body disposal. After cleaning and mounting their bones, Holmes would profit from his victims by selling their skeletons to local medical schools and universities. Holmes would make a killing in Chicago, financially and literally. May 1st, 1893, the world's Columbian Exposition is open to the public in Chicago. Spanning 600 acres, sprawled out along beautiful Lake Michigan, the magnificent fair is a monumental sight to behold. Over 20 million people from around the world would attend the dazzling World's Fair between May 1st and October 30th, 1893. Holmes utilizes the World's Fair as the perfect opportunity to capitalize on his demented design of the castle. Located only a few miles from the World's Fair, Holmes's castle was perfect lodging for tourists. Holmes decides to rent rooms to visitors of the fair. He entirely renovates the upper floors of the castle, bringing in the most modern furnishings and luxuries, all purchased on credit, which Holmes had no intention of repaying. In addition to placing newspaper ads for rooms to rent, Holmes visited the fair with several of Benjamin Peitzel's children, preying on elderly women who flaunted their wealth, making sure he invited them back to the castle for a warm night's stay in a soft bed. They're not calling their relatives, telling them where they're at. They just know that they're going to Chicago to see the Columbian Exposition. Perfect victims, because they're unknown in the city. Their relatives, wherever they came from, know that they were coming to Chicago, and they never came back. Now, how do you start to find them? They don't even know where they stayed. Perfect, easy victims. I'm sure some of them got in and out of his place with no problem. And others, they walked in and they never checked out. Some of the rooms had been completely lined with asbestos to make them soundproof. Hidden in Holmes's office was a master control panel which connected to gas lines leading into airtight sleeping chambers. Holmes would lead his victims into the rooms, lock them in, and turn on the gas, asphyxiating them while watching their demise. Let me out! Holmes, let me out, please! Holmes! Holmes! Holmes, please! At the height of the World's Fair, Holmes masterfully juggles his castle businesses, renting rooms, dodging creditors, selling skeletons, and attending to the needs of the many women in his life. I have had many young ladies in my employ, most of whom are still living in and about Chicago, whose parents and friends know only too well that far from being their seducer, I have done much to materially help them in their narrow lives.
Being a personable, attractive young doctor and businessman, Holmes won the hearts of many women throughout his life. At one point, Holmes managed to secretly have 3 wives, each never knowing of the others. In 1890, Julia Connor became Holmes's employee and mistress, living at the castle with her daughter Pearl. When she became pregnant and demanded marriage, Holmes agreed on the condition that she allowed him to perform an abortion on her. She agreed. Neither Julia nor her daughter Pearl were ever seen again. Just a week later, Holmes sold a clean, articulated skeleton to the Hahnemann Medical College for nearly $200. In 1892, Holmes acquired another mistress, Emmeline Cigrand, and employed her as private secretary. Holmes sent Emmeline into the vault to retrieve some papers and sealed it, suffocating her to death. Several weeks later, the University of Chicago acquired a female skeleton from Dr. Holmes. In 1893, Minnie Williams became Holmes's new private secretary and eventually his mistress. Minnie was the beneficiary of a property in Fort Worth, Texas, valued at over $40,000. Holmes murdered Minnie and her younger sister Nanny after having Minnie sign over the Fort Worth property to him. In 1894, Georgiana Yoke became Holmes's 3rd wife. He married her under the name Henry Mansfield Howard. Like his other legitimate wives, Georgiana lived out her entire life. On July 19, 1895, Chicago police enter the Holmes castle. The world would now learn of the horrors that the castle had kept secret for so very long. As disoriented detectives and police searched the upper floors of the castle, the true depths of Holmes's evil were waiting in the basement. Die Skelette hat er verkauft. Aber was ist mit dem anderen allen? Investigators find piles of mixed human and animal bones, bloody women's undergarments, and a wooden dissection table saturated with dried blood. Hat er den Gästen als Essen verkauft? Wie? Chicago police were inundated with names of people reported missing from the World's Fair. 50 missing people were eventually traced to the Castle of Horrors. The evidence, blood and bones found in the basement posed a problem for 19th century criminal investigative techniques. It was very difficult to go and identify even the bones as being human in origin, because with the very small fragments you didn't have enough of the identifying characteristics to be able to make that ID. The world is now calling Holmes the Monster of 63rd Street, Torture Doctor, and the Modern Bluebeard.
Overnight, Holmes transforms from arch-swindler to arch-fiend. A Chicago journalist calls Holmes a multi-murderer. The Holmes case generated this incredible amount of national attention and really international attention. Really in his own time and in America, Holmes was much more notorious and more widely known than Jack the Ripper, who was a contemporary of his. Then as now, people were very, very fascinated to sort of visit the sites of these terrible crimes. And his castle became a kind of tourist site. And there were various people who wanted to take it over and turn it into a kind of murder museum. And then just before some impresario was about to make it again into this tourist attraction, it burnt down. Somebody burnt it down. I mean, it could have been, who knows, some outraged citizen who didn't want this to become some very morbid tourist attraction. Holmes's trial was kind of the O.J. Simpson trial of the day. It just generated this huge amount of publicity. The case had become a kind of national obsession. Of course, there wasn't CNN or Court TV back then, so it couldn't be covered quite as relentlessly, but it was covered very, very extensively. There were true crime books and pamphlets and all kinds of stuff. And Holmes himself had become a sort of folk figure almost, you know, the sort of national boogeyman. The courtroom fills for the final verdict to be read. Holmes becomes extremely nervous when not one of the jury members looks at him. In his entire criminal career, this is the moment Holmes never believed would occur. He is found guilty of murder in the first degree. Herman Webster Mudgett, alias H.H. Holmes, would be hanged on May 7th, 1896. Okay. Aber ob das denn richtige Strafe ist, den zu hängen? Wie kriegt man das hier nur anders? So irgendwie. Ist da dann gleich vorbei? Quälen? Quälen? While Holmes was in jail, awaiting the execution of the sentence, he was made an offer by William Randolph Hearst, supposedly for a significant War nicht der Erste? provide his confessions. Wie nicht der Erste, Holmes der would erhangen already wurde? issued Oder nicht der half a erste dozen Serienkiller? completely self-contradictory versions of his crimes. Clearly at this point felt he had nothing to lose. He was going to die anyway. In this confession, he did a complete about-face and portrayed himself as the worst monster who ever lived. He just Amerikanischer basically Serienmörder steht ja da auch. every crime anybody had ever Nicht Serienmörder allgemein. threw in a few more for good measure. He's reliving the fantasies. Also zumindest haben sie es da gesagt. He's reliving the fantasies of things that he did. She was very willing to do this and prepared to Der leave bekannt the wurde vault wahrscheinlich, sagen wir mal so. only to learn that the door would never again be opened until she had ceased to suffer the tortures of a Ja, aber die waren wahrscheinlich nicht so populär, dass sie das so offen The gelegt partial hatten. excavation in the walls of this room found by the police was caused by Latimer's endeavoring to escape by Müsste man tearing mal away the googeln, hast du solid bestimmt schon brick gemacht, wa? wall with his unaided fingers. I closed the door and turned on both the oil and steam to their full extent. In a short time, not even the bones of my victim remained. It was the footprint of Nanny Williams that was found upon the painted surface of the vault door, made during her violent struggles before death. Only one difficulty presented itself.
It was necessary for me to kill him in such a manner that no struggle or movement of his body should occur. I overcame this difficulty by first binding him hand and foot, and having done this, I proceeded to burn him alive by saturating his clothing and his face with benzene and igniting it with a match. As soon as he had ceased to breathe, I cut his body into pieces, and by the combined use of gas and corn cobs, proceeded to burn it with as little feeling as though it had been some inanimate object. I immediately took them to the Vincent Street house and compelled them to get within the large trunk, through the cover of which I had made a small opening and ended their lives by connecting the gas with the trunk. Then came the opening of the trunk and the viewing of their little blackened and distorted faces. Then the digging of their shallow graves in the basement of the house. The ruthless stripping off of their clothing and the burial without a particle of covering save the cold earth. I am convinced that since my imprisonment, I have changed woefully and gruesomely from what I was formerly in feature and figure. My features are assuming a pronounced satanical cast. My head and face are gradually assuming an elongated shape. I believe fully that I am growing Ja, to das stimmt. resemble the devil. Und der hier auf jeden Fall. Heftig. On the gallows, just before he died, he recanted. He claimed that the confession that he had published was a complete fabrication. The extent of my wrongdoing in the taking of human life consists in contriving the killing of 2 women that have died at my hands as a result of criminal operations. That is all I have to say. H.H. Holmes is hanged on Thursday, May 7th, 1896, just 9 days before his 35th birthday. At 10:25 a.m., he is pronounced dead. He was very concerned that after his execution, his body would be dug up either by medical men seeking to dissect his brain and find out what made him tick, or just ghoulish sort of, souvenir hunters. And he requested that he be buried within a big slab of concrete, which he actually was. One of the things about Holmes is that nobody knows for sure how many people he actually killed. Although in my researches, which were pretty, I feel, thorough and extensive, it seemed very clear to me that he murdered at least 9 people. There have been stories that he killed 50, 100, countless people, particularly in Chicago at the height of the World's Fair. How many people did Holmes actually murder? Most likely, no one will ever know. Holmes and the many other people that came in contact with him are long gone, having taken the answers with them to their graves. I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer, no more than the poet can help the inspiration to sing. I was born with the evil one standing as my sponsor beside the bed where I was ushered into the world. And he has been with me since. Der Typ
Der war noch nicht mal 35 Jahre alt. Das ist ja mal reinziehen. Und hat weiß ich wie viele Menschen schon. Alter, das ist schon krass, finde ich. Das ist schon krass. Gut. Gute Mike, Cut. Ich muss sowieso auf Toilette und alles. Danke fürs Zusehen, fürs mit dabei sein und wir sehen uns dann vielleicht gleich später wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.